zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Rubrik ECU und TCU Tuning über OBD. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon 2 Videos gemacht zum Thema, und zwar habe ich euch dort vorgestellt den VCM-Editor von HP Tuner. Ich hatte auch erwähnt, dass es noch ein weiteres Tool gibt, den VCM-Scanner, und den schauen wir uns heute jetzt ein wenig im Detail an. Die Version des VCM-Scanners, die ich euch hier heute vorstelle, ist die Version 3.09. Die ist schon ein bisschen älter. Das macht aber nichts für das Video oder für die Grundprinzipien, denn die sind immer gleich über die verschiedenen Versionen hinweg. Und heute geht es also darum, euch die Oberfläche des Tools ein wenig näher zu bringen. Was habt ihr hier für Möglichkeiten? Was wird euch hier dargestellt? Und später in einem weiteren Video werde ich dann auch einmal eine aufgezeichnete Logdatei laden und werde euch anhand dieser Logdatei dann auch zeigen, wie könnt ihr sozusagen Rückschlüsse aus eurem Tuning-Ergebnis hier nachvollziehen, oder wie könnt ihr überhaupt Tuning-Ergebnisse, die ihr sozusagen auf euer Fahrzeug gespielt habt, hier überprüfen auf die Richtigkeit, also ob wirklich das passiert ist, was ihr haben wolltet, oder ob gegebenenfalls am Ende das Ganze in eine andere Richtung lief. Zur Oberfläche generell, hier auf der linken Seite sehen wir Sensorwerte. Wir können also alle Sensorwerte, die das Fahrzeug uns liefert, auch abgreifen, sofern diese Sensoren eben bekannt sind. Es gibt gewisse Standardsensorwerte, die immer vorhanden sind. Das sind diese sogenannten SAE-Werte, die werden einfach über den SAE-Standard vorgegeben. Die können aber gegebenenfalls nicht ganz so genau sein wie fahrzeugspezifische Werte. Das sagt euch das Tool dann aber auch immer, wenn ihr dort einen entsprechenden Wert abgreifen wollt, dass es vielleicht besser wäre, einen anderen zu verwenden als den SAE-Wert, da es einen anderen, genaueren Sensorwert gibt. Und dann könnt ihr diesen eben entsprechend verwenden. Hier gibt es natürlich auch eine Limitierung. Die OBD-Schnittstelle hat natürlich auch ein physisches Limit in Bezug auf die Datenmenge, die übertragen werden kann. Das heißt also, je mehr Sensorwerte ihr hereinpackt, desto weniger genau, also beziehungsweise desto weniger kurz sind die Taktungen. Das heißt also, bei wenig Sensoren bekommt ihr sehr, sehr viele Daten in kurzer Zeit, und je mehr Sensordaten ihr abgreift, desto größer können die Zeiträume werden, also desto weniger genau ist sozusagen nachher die Information, die ihr bekommt. Aber grundsätzlich ist es ja ohnehin so, dass wenn man jetzt so eine Analyse macht, dann macht man die für einen ganz spezifischen Bereich. Also zum Beispiel, man hat die MAF-Sensortabellen angepasst, also die Mass-Airflow-Sensortabellen, und dann möchte ich natürlich den Lambda-Wert wissen, ich möchte Werte wissen in Bezug auf den Manifold Pressure, also um zu gucken, wie verändert sich der Manifold Pressure durch meine Anpassungen. Ich möchte wissen, was sagt mein MAF-Sensor, wie viel Luft strömt da jetzt durch, und deswegen ist sozusagen eigentlich gar nicht so groß das Problem, dass man hier jetzt nicht unbegrenzt Werte abgreifen kann, denn normalerweise konzentriert man sich immer auf einen spezifischen Bereich und geht dann weiter und widmet sich eben dem nächsten Bereich. Deswegen hatte ich jetzt in der Realität gar nicht das Problem, und ich sag mal 20 Werte oder so kriegt man hier ganz locker rein, ohne dass man irgendwelche Verzögerungen mitbekommt oder dass da irgendwie zu wenig Daten angeliefert werden würden über die Schnittstelle. Dann haben wir hier in der Mitte einen Bereich. Hier sehen wir jetzt verschiedene grafische Darstellungen. Diese könnt ihr frei konfigurieren. Es gibt generell 2 Typen. Es gibt einmal diese runde Darstellung und einmal diese rechteckige Darstellung. Es gibt hier gewisse Default-Layouts. Ihr könnt euch diese Layouts aber auch komplett customizen für euren Bedarf, also in Bezug, was hier angezeigt wird und wie. Das ist also nur so eine Vorgabe von HP Tuners, oder sag ich mal so eine Standard-Layout-Mitgabe, die immer dabei ist. Dann habt ihr hier unten nochmal eine tabellarische Auflistung von einzelnen Werten über die Zeit gesehen. Das heißt also, man sieht hier zum Beispiel Injector Duty, die Motordrehzahl und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Hier unten dann den Mass-Airflow-Sensor in Gramm pro Sekunde, also wie viel Luft in Gramm pro Sekunde strömt hier dann sozusagen über die Zeit durch. Dann euren O2 Millivolt, dann eure Manifold Pressure in Kilopascal und so weiter. Also sozusagen alle Werte, die hier oben aufgeführt sind, seht ihr hier unten nochmal auf dem Zeitstrahl und bekommt die dann eben hier so grafisch dargestellt. Das sehen wir dann in einem weiteren Video, wenn ich hier meine Tune-File reinlade. Dann habt ihr hier drüben auch nochmal eine Sektion, wo ihr euch Graphen anzeigen lassen könnt. Diese Graphen gibt es auch wieder Vorbelegungen, je nachdem, was für ein Layout ihr gewählt habt. Es gibt hier also sogenannte Default-Layouts, wo man dann eben gewisse Standardinformationen angezeigt bekommt.
man kann diese Graphen oder diese Layouts aber wie gesagt auch komplett customizen für den individuellen Use Case. Das zeige ich dann später auch noch ganz kurz. Und man kann eben hier auch die Werte anpassen. Man geht also dann hier über einen Rechtsklick hin und sagt Graphenlayout. Dann sieht man die Graphen, die bereits definiert sind. Und man kann dann einfach auch wieder hier über Plus sozusagen einen neuen Graphen erstellen. Diese Graphen sind immer gleich aufgebaut. Sie haben einen Namen, den könnt ihr vergeben. Sie haben sozusagen einen Parameter, den Sie nachher anzeigen. Parameter anzeigen heißt, das wäre dann sozusagen eines dieser Kästchen über den Zeitverlauf gesehen. Also wenn wir jetzt angenommen, hier zum Beispiel sehen wir Spark Advance, das heißt also sozusagen, wie viel Zündung wird gerade gefahren. Dann würde eben in der entsprechenden Zelle zu dem entsprechenden Zeitraum auf der Zeitachse, würde dann eben diese Zelle gefüllt werden mit dem jeweiligen Wert, also zum Beispiel 5 Grad, 12 Grad, und das springt dann auch immer so. Das hat man vielleicht schon bei dem einen oder anderen YouTube-Video gesehen. Das ist eigentlich auch universell immer für alle Tuning-Software identisch, dass man diese Art von Tabellen hat, um sich eben anzeigen zu lassen, wie verhält sich das Fahrzeug, was macht es gerade. Hier kann man dann auch wählen, ob man sich sozusagen den Durchschnitt anzeigen lassen möchte. Also wenn dann eine Zelle über den Zeitstrahl gesehen 50 Mal besucht wurde, dann steht da eben hier der Durchschnittswert drin. Dann kann man die Möglichkeit, jetzt muss ich hier nochmal raus aus dem Menü, dann hat man hier die Möglichkeit sozusagen den jeweils letzten Wert sich anzeigen zu lassen oder aber auch wie oft so eine Zelle getroffen wurde. Und dann hat man eben hier eben auch nochmal die Möglichkeit rein oder raus zu zoomen. Man hat hier also wirklich sehr mannigfaltige Möglichkeiten, um nachher zu analysieren, funktioniert das, was ich gemacht habe, oder funktioniert es nicht. Jetzt nochmal zurück zu dem generellen Setting hier. Wir haben also wie gesagt den Wert, den wir untersuchen wollen, und dann haben wir die X- und die Y-Achse. Jetzt in dem Fall ist auf der X-Achse hier sozusagen die Engine Speed hinterlegt, also sprich die Motordrehzahl, und dann haben wir auf der Y-Achse die Manifold Absolute Pressure, also in Kilopascal. Das sind eigentlich zwei Achsenwerte, die sehr häufig verwendet werden. Und die kann man dann eben auch feingranular bestimmen. Also wir sehen jetzt hier einfach über Leerzeichen getrennt, kann man die einzelnen Werte, die hier oben auftauchen, sozusagen angeben. Und ich muss dann dazu auch einmal in den richtigen Graphen wechseln, damit das dann für euch auch passt. Und jetzt habt ihr eben hier die Möglichkeit, die völlig frei zu definieren. Also ihr könnt dann hier zum Beispiel auch einfach einen anderen Wert hinterlegen, wenn ihr das möchtet. Und so wird das dann eben angezeigt. Wenn ihr hier diesen Faktor verändert, zum Beispiel auf 1 setzt, dann seht ihr auch eigentlich das, was ihr haben wollt, nämlich den Wert, den ihr hier unten eingegeben habt. Also mit diesem Faktor kann man eben auch nochmal ein bisschen umrechnen oder einfach kleinere Werte eingeben oder Werte kleiner machen, je nachdem, wie man das eben braucht. Und hier kann man eben auch definieren, in welcher Granularität werden die Daten erfasst. Jetzt zum Beispiel bei einem Auto, das im unteren Drehzahlbereich gar nicht aktiv ist, also sage ich mal unter 500 oder unter 800 RPM, also sprich Umdrehungen pro Minute, dann könnt ihr diese Werte auch einfach weglassen, weil die interessieren euch nicht. Wenn ihr das Auto startet, ist es automatisch in einem höheren Drehzahlband, also braucht ihr den Wert auch nicht anzugeben, sondern nur die Werte, die euch interessieren. Und auch hier, wenn ihr zum Beispiel jetzt den Leerlauf einstellen wollt, ja, dann ist für euch ja völlig uninteressant, was das Fahrzeug im oberen Drehzahlbereich macht. Ja. Das heißt, ihr passt also den Graphen so an, dass er für euch, für euer jeweiliges Szenario richtig und passend ist. Sprich also bei einer Einstellung von dem Leerlauf, da möchtet ihr eher feingranular wissen, was macht das Fahrzeug in dem Drehzahlbereich von 800 bis, sage ich mal, ja, 1500 bis 1800 Umdrehungen. Und da ist es dann sinnvoll, wenn man diese Bereiche eben entsprechend kleiner definiert, um genauer erkennen zu können, wie verhält sich das Fahrzeug. Ja, man kann sogar noch feiner werden und dann auch in 50er Schritten oder was man eben braucht, das definieren. Und umso mehr Informationen bekommt ihr, umso eher seht ihr, wo das Fahrzeug das macht, was ihr wollt, oder nicht das macht, was ihr wollt. Und könnt dann eben entsprechend in den Einstellungstabellen in eurem VCM-Editor auch wieder nachstellen und feintunen, um das eben in den entsprechenden Bereichen anzupassen und dorthin zu bekommen, wo ihr es haben wollt. Jetzt ist das, wie gesagt, hier die Möglichkeit, diese Graphen zu verändern oder sich auch eigene Graphen zu erstellen. Hier unten, wie gesagt, sieht man einfach nur die Werte, die man abgreift in einem Zeitstrahl, in so einem einfachen Linien- bzw. Balkendiagramm. Das ist so halt das Grundlegende, sage ich mal, für das, was wir hier sehen.
Hier drüben, wie gesagt, könnt ihr jetzt neue Channels hinzufügen. Das geht allerdings nur, wenn ihr mit einem Fahrzeug verbunden seid, weil es eben fahrzeugspezifische Kanäle gibt. Jedes Fahrzeug hat unterschiedliche Sensoren, deswegen muss diese Software das sozusagen einmal auslesen, damit ihr das dann hier definieren könnt. Wenn ihr jetzt eine Logdatei habt, wo ihr fahrzeugspezifische Sensoren abgegriffen habt und ihr diese Logdatei ladet, indem ihr hier oben eine Logdatei öffnet und auswählt, dann sind natürlich auch diese fahrzeugspezifischen Informationen bzw. Sensorwerte wieder vorhanden, denn die habt ihr ja bereits einmal erfasst. Wenn ihr jetzt sehen wollt, hier oben ist ja wie gesagt das nur eingeschränkt möglich, wenn ihr mit dem Fahrzeug verbunden seid. Wenn ihr aber die Default-Kanäle einmal sehen wollt, könnt ihr das über einen Umweg machen oder über einen kleinen Trick, und zwar hier drüben in eurem Graph-Layout, wenn es darum geht, Parameter zu definieren. Dann, wir machen einfach mal eine neue Tabelle und sagen jetzt hier Add Parameter, und dann sehen wir praktisch alle Standardwerte, also die sozusagen eigentlich immer vorhanden sind. Es kann natürlich sein, dass dann mal der ein oder andere Wert auch wegfällt oder einfach nicht geliefert wird. Wenn wir zum Beispiel jetzt ein Auto haben, was keinen Turbolader besitzt, dann sind natürlich auch die entsprechenden Informationen eines Turboladers nachher nicht mehr vorhanden. Dennoch ist das für euch, sage ich mal, so ein kleiner Anhaltspunkt, welche Art von Sensoren gibt es, und ihr könnt euch hier sozusagen auch Graphen definieren oder Werte abgreifen oder mathematische Kalkulationen erstellen oder Formeln, die sozusagen auf gewissen Werten basieren. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, das ist in Gruppen unterteilt. Wir haben also spezifische Parameter, wir haben generische Parameter, wir können externe Inputs nutzen, zum Beispiel wenn man jetzt eine externe Lambda-Sonde hat, dann kann man sich diesen Wert hier eben auch reinholen. Man kann sich Funktionen definieren, also sprich einfach Formeln und Berechnungen, die dann eben auf Werte angewandt werden. Und man hat hier unten auch nochmal eben vordefinierte Berechnungswerte. Da könnt ihr auch eigene nochmal anlegen. Jetzt fangen wir mal klein an. Wir gehen hier mal in die generischen Sensoren. Dann ist das eben unterteilt in Motor, Getriebe, Spritversorgung, dann System allgemein, die Informationen zum Tacho, fahrzeugspezifische Informationen und Umwelt. Und wenn wir jetzt unter General Engine einfach mal schauen, haben wir hier zum Beispiel Motordrehzahl, die Kühlmitteltemperatur, die Öltemperatur, den Öldruck. Ja, und so ist das eben hier in allen Kategorien und Unterkategorien, dass ihr hier solche Werte findet, die ihr verwenden könnt, um sie euch anzeigen zu lassen oder aber auch Berechnungen darauf auszuführen. Das also nochmal so als kleiner Tipp am Rande. Wenn man zum Beispiel jetzt, wie gesagt, sich so ein Layout aufbauen möchte und hat einfach im Kopf, man weiß, man möchte gewisse Informationen abgreifen oder anzeigen lassen, dann kann man das auch schon mal vorbereiten, ohne wirklich mit dem Fahrzeug verbunden zu sein, einfach hier über diese Standardwerte, die vorhanden sind. Man kann das dann später, wenn man sich mit dem Fahrzeug verbindet, ja nochmal umstellen und dann nochmal einen fahrzeugspezifischen Wert nehmen, aber das Grundlayout ist dann schon mal da und ihr müsst nachher nicht so viel Zeit sozusagen am Fahrzeug verbringen, denn, sage ich mal, gemütlich am Rechner ist das viel angenehmer als nachher im Fahrzeug mit einer Stromversorgung und Kabeln, und man hat keinen richtigen Tisch. Da ist halt echt nervig, wenn man dann da sitzt und sich das Ganze zusammenbasteln muss. Nochmal ein paar kleinere Informationen hier zu so einem Graphenlayout. Wir haben hier zum Beispiel auch die Möglichkeit anzugeben, was soll denn hier überhaupt angezeigt werden. Standard ist immer der Durchschnitt. Wir können aber auch sagen, wir wollen den Minimumwert, den Maximumwert, den letzten Wert oder eben die Anzahl. Das können wir hier oben auch nochmal umschalten. Anzahl bedeutet einfach, wie gesagt, über die Zeit gesehen, wie oft wurde die Zelle getroffen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, nochmal Farben zu definieren für spezifische Wertebereiche. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Leerlauftuning. Wir möchten gerne, dass das Fahrzeug einen sauberen Leerlauf hat. Wir haben in unserem VCM-Editor definiert, wo soll denn sozusagen ungefähr die Zündung liegen, und dann können wir hier farblich Bereiche markieren, wenn er zum Beispiel, was weiß ich, minus 5 Grad hat oder plus 20, ja, das wären jetzt, sage ich mal, Grenzwerte, die wir eigentlich nicht wollen, dass er die überschreitet, dann werden die auch entsprechend gleich farblich hervorgehoben, und wir sehen nach dem Durchlaufen unserer Logdatei auf einen Blick, okay, in dem Drehzahlband bei Manifold Pressure XY haben wir eine Unterschreitung oder eine Überschreitung. Also sprich, das ist dann ein Bereich, wo eure Tuning-File noch nicht passt, wo sozusagen die Vorgaben, die ihr gemacht habt, aus welchen Gründen auch immer, nicht vom Fahrzeug umgesetzt werden können. Und so hat es einfach eine kleine Hilfe für euch, relativ schnell zu erkennen, wo tut das Fahrzeug das, was ich eigentlich wollte, dass es tut, und wo tut es das nicht.
Das auch nur so als kleine Randinfo. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dieses Layout, was wir hier definieren, auch zu speichern, indem man dann hierher geht und sagt, ich möchte alle Graphen speichern oder nur einen spezifischen. Und so kann man sich das eben extern irgendwo ablegen und immer wieder verwenden oder auch eben verschiedene Layouts fahren für verschiedene Situationen. Ist also wirklich sehr, sehr hilfreich. Habe ich auch gemacht und kann ich sehr empfehlen. Dann bei jedem Graphen kann man auch nochmal spezifisch eben Settings einstellen oder halt das Aussehen definieren, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Geht das auch bei euren Anzeigen. Das geht dann hier über diesen Rechtsklick und dann Anzeigen-Layout. Und hier haben wir jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, dieses Layout eben anzupassen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wir sind bei dem MAF-Sensor, der ist hier oben in rund dargestellt. Und da haben wir jetzt auch den Minimum und den Maximum, 0 bis 450. Und wenn wir das jetzt anpassen, dann ändert sich das eben auch hier entsprechend in dem Graphen. Da könnt ihr einfach mal schauen, was da möglich ist. Wie gesagt, das ist einfach immer je nach individueller Einstellung oder je nachdem, was man eben machen möchte, kann man sich das hier anpassen und auch eben neue Graphen definieren, Graphen weglöschen, wie auch immer. Hier ist wieder das gleiche Prinzip. Auch dieses könnt ihr euch sozusagen extern speichern und dann für verschiedene Situationen unterschiedliche Layouts fahren. Gleiches gilt auch hier unten, Chart Layout. Auch hier habt ihr eben wieder die Möglichkeit, Einstellungen zu treffen, spezifisch für diesen Graphen mit Limits und unteres Limit, oberes Limit. Ihr könnt Informationen rausfiltern. Wobei ich sagen muss, also ich finde es am hilfreichsten, wenn man hier unten die Werte sich einfach nur anzeigen lässt. Wenn ich das in einem anderen Video dann euch mal präsentiere, über den Zeitstrahl gesehen, ist das einfach super. Man kann hier nämlich auch dann die Zeit sehr langsam laufen lassen und sieht dann ganz genau, bei welchen Zuständen oder Umständen hat etwas funktioniert oder hat etwas nicht funktioniert und kann hier wunderbar identifizieren, in welchem Bereich muss ich noch nachsteuern. Dann haben wir die Möglichkeit, diese Layouts auch wieder zu laden. Also wir können hier zum Beispiel sagen, öffne mir ein gespeichertes Layout oder wenn ihr mit einem Layout sozusagen fertig seid, also ihr habt es an eure individuellen Bedürfnisse angepasst, dann könnt ihr hier sagen, speichere mir das Layout bitte und es dann später eben immer wieder verwenden. Das gleiche gilt natürlich auch eben für die Logdateien, die könnt ihr hier oben öffnen oder eben hier. Und hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit, eben diese Kanalinformationen oder diese Presets auch wegzuspeichern und dann jederzeit wieder zu laden. Das war es jetzt, so eine ganz kleine Zusammenfassung, so ein kurzer Umriss, was hier möglich ist. Ich mache noch weitere Videos, wo ich noch mal ein bisschen mehr auf die Details eingehe und dann eben auch mal eine Datei lade. Am Anfang ist immer relativ viel, deswegen hoffe ich, ich habe jetzt hier das auch einigermaßen gut untergebracht. Wie gesagt, je mehr Videos da kommen, desto verständlicher, denke ich, wird das Ganze und desto mehr Sinn macht das und müsst ihr einfach euch ein bisschen gedulden. Das ist halt doch ein relativ komplexes Tool, deswegen kann man das jetzt nicht nur in 10 Minuten umreißen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.